Nun ist es soweit. Ich werde jetzt dieses Spiel analysieren. Und zwar nämlich jetzt unter dem Aspekt, wie man es auch schon im Titel und Thumbnail gesehen hat. Und zwar nämlich handelt es sich jetzt um die Analyse zu dem Charakter Sayori. Das Spiel kam am 22. September 2017 dann bei Steam und itch.io raus. Und zwar nämlich als Freeware-Version und ist sogar noch heutzutage als Freeware-Version erhältlich. Dann kam erst viele Jahre später dann eine digitale Version dann mit einem Erweiterungsset, wenn man so will, raus, und zwar nämlich DDLC Plus. Das ist nämlich am 30. Juni 2021 erschienen. Am 21. September 2021 war es dann physisch möglich, dass man das dann erhalten kann für die Switch und PS4. Und erst ab dem 12. Dezember 2025 war es dann möglich, dass es sogar selbst auch für Mobile Devices rauskam. Ja, das stimmt tatsächlich nur teils, denn tatsächlich für die iOS-Geräte ist es noch, das zur Verfügung steht, aber für Android-Geräte nicht mehr, seit dem April 2026. Liegt aber einfach nur daran, nämlich, dass sie dafür die Begründung legen, dass es zu sensibel dafür ist, das dafür zu vermarkten. Ja, und deshalb haben sie das aus dem Google Play Store rausgenommen. Allerdings gab es, nur mal um das zu zeigen, auch mal bei diesen physischen Dingern auch sowas hier. Ja, das ist nämlich eine Member Card, also muss man auf jeden Fall schon mal achtsam sein, nicht wahr? Um Sayori zu beschreiben, sie ist das Genki Girl in der Anime-Szene. Das bedeutet, dass sie eher das quirlige, tollpatschige Mädel da in der Gruppe ist und gleichzeitig eine Kindheitsfreundin zu den Protagonisten. Wiederum heißt es aber auch, dass sie dann direkt versucht, auch ein gutes Gefühl in die Gruppe zu bringen, also quasi dann in dem Club, dass sich da alle wohlfühlen und so und deswegen auch eine Art Sicherheitsgefühl und Vertrauen aufbauen zu lassen. Ihre Tollpatschigkeit überspielt sie auch vor allem damit, als sie dann mehr Zeit mit ihr verbracht wird. Das heißt also, als man dann noch gesehen hatte, dass man im Akt 1 dann auch in dem Raum gewechselt hatte, sieht man dann auch, wie sie in diese tollpatschige Phase auftreten tut, indem sie sich verletzen tut. Sie hat dann so eine Beule an der Stirn hier und hat dann einfach so, dass sie dann sagt, okay, man muss jetzt auf die Fokus legen. Aber was da wirklich dahinter stecken tut, das kann man dann nur dann wiederum sehen, wenn man ihre Maskierung dementsprechend besser in Betracht zieht. Das möchte ich aber erstmal dann später näher erläutern. Erstmal muss man auf jeden Fall sehen, warum das alles von dem Szenario so auftreten tut. Man versucht immer wieder halt auch zum Beispiel auch diese Zwistigkeiten oder auch Streitigkeiten halt dann auch untereinander zu schlichten. Indem man auch sieht, wie nämlich zum Beispiel Nazuki und Yuri sich da miteinander streiten. Dann kann man auch tatsächlich auch aussuchen, was man da machen möchte. Aber Sayori ist dann schon eher so die Streitschlichterin darunter, dass man dann wieder die Harmonie darunter hat. Aber man kann das auch viel kritischer sehen, weil man dann irgendwann merkt, dass diese ganzen Gedichte dann auf einmal düsterner werden. Erst war es so recht kindisch gehalten, würde man schon fast sagen. Aber dann geht es auch weiter, dass sie dann gesagt hat, okay, sie gibt auch so ein Gedicht ab, das Flaschen heißt. Und da wird dann noch schon mal deutlicher, was dann so abgeht. Das auch so verfassen können in den Gedichten, dass nicht alles komplett halt euphorisch bei der Sache ist und alles nur komplett hier in eine optimistische Richtung geht, sondern auch die andere Richtung geben tut. Man merkt auf jeden Fall an, nämlich, dass sie dann, wenn man weiter diese ganzen Tage voranschreiten lässt, Tag für Tag für Tag, dass es dann, je mehr sie geliebt wird, umso schlimmer wird doch das mit ihren Schuldgefühlen. Das wiederum heißt dann auch, dass diese ganzen Situationen sie dann eher denkt, dass sie diese ganze Liebe gar nicht verdient hat. So, und was man noch dazu sagen kann, ist eher, dass sie dann versucht, nochmal diese ganze Selbstlosigkeit mehr zu fördern, als das, was die Selbstfürsorge dann anrichten kann. Sprich also, sie möchte ständig halt, ja, nur, dass halt die anderen glücklich sind, aber sich selber möchte sie gar nicht so offenlegen, was das Ganze angeht. Denn dem möchte gerne das, was sie jetzt im Inneren noch verspürt, nicht gerne so offenbaren, weil sie nämlich dementsprechend dann mit diesen ganzen Gedanken zu kämpfen hat. Und das hat schon mehr was mit allerhöchstem Vertrauen zu tun. Sayori hat nämlich die maskierte Depression bzw. auch weiße Depression. Das heißt also in diesem Sinne, dass sie nämlich dann auch noch die Anzeichen dafür bringt, zum Beispiel der Selbstvernachlässigung, übertriebene Selbstlosigkeit, auch, dass sie die Antriebslosigkeit hat, dass sie auch zum Beispiel dann gar nicht so aus dem Bett kommen kann, dass sie dann viel zu spät erscheinen tut
und dass sie das auch versäumt tut, dass die Pünktlichkeit da ist und so weiter und so fort. Dann hat sie auch noch dann eine gewisse Form von Heißhungerattacken, dass sie dann viel zu viel Essen tut. Und sie hat ihre Tollpatschigkeit, dass sie damit versucht, das mehr zu überdecken, dass man dann eher darauf eine Konzentration lenken tut. Aber auf jeden Fall sind die Anzeichen noch weiterhin da, dass man auch eine visuelle Wahrnehmung hat. Sprich also, dass sie das einzige Mädel dort ist, dass sie offen einen Blazer hat. Anstatt, dass es halt alles zugeknöpft ist und auch ordentlich weiterhin ist und so. Selbst ihre Frisur ist halt durcheinander. Das sieht man vor allem auch, dass ihre Schleife mehr dann nicht oben drauf ist, sondern halt auch seitlich. Das ist halt da auch schon mal so eine Begründung dafür, dass sie dann anderen sich mehr Sorgen tut als keine Selbstfürsorge an sich. Um das hier mal direkt so klarzustellen, Sayuri versucht das Ganze hier so weiterhin, nämlich mit einer toxischen Positivität zu verschleiern. Das heißt also, wenn nämlich sie versucht, positiv zu wirken und optimistisch und fröhlich und auch freundlich, gesonnen und man kennt das ja. Quasi auch, dass das übertrieben dargestellt ist von dem Anime-Style, dem Genki Girl, das ich auch schon beschrieben habe, wird dann auch bewusst so, dass sie das halt vielleicht auch durch diese Übertriebenheit versucht, das Ganze so weit zu überspielen, dass sie das Innere wiederum, das sich auffressen lässt von all den ganzen düsteren Gedanken und auch gar keine Hilfe erwarten möchte. Und das ist halt etwas, was leider auch krank machen kann, wenn man dann dementsprechend versucht, eine Maskerade durch diese toxische Positivität, ja, das wird darzustellen und dann dementsprechend die Probleme zu untermauern. Ich muss aber hier auch diese Begrifflichkeit auch nochmal erklären, und zwar nämlich Smiling Depression. Smiling Depression heißt einfach nur, dass nämlich dann durch diese ganze Sache, nämlich auch diese Symptome dann auch weiß machen tut, wie auch zum Beispiel eine Schlafstörung, die ich schon erzählt hatte, dann auch mit Wertlosigkeitsgefühlen dann angeht, dass das dann einfach nicht so diese Gefühle da sind, wie es eigentlich sein sollte, sondern einfach nur selbst sich fertig macht. Dann hat man noch diese soziale Isolation trotz der Anwesenheit. Sprich also, dass man zum Beispiel in diesem Club ist oder in der Schule oder sonst irgendwie. Kann sogar selbst hier im echten Leben mit der Arbeit sein. Das dann heißt, gut, ich bin dann eigentlich nur noch mehr so in dieser eigenen Welt gefangen, in den eigenen vier Wänden, wenn man so will. Und empfinde nichts anderes mehr als den weiteren Hass gegen mich selber und auch das, was eigentlich nochmal weiterhin gesagt wird, dass es einfach wie so ein Flummi halt abwehrt oder so. Das heißt auch, selbst wenn da irgendwas gesagt wird oder so Komplimente bekommt oder sonst irgendwie, dass es einfach nur als Angriff gesehen werden kann. Ansonsten versucht man seine Maskerade noch weiterhin so zu versteuern, wie es eigentlich ja versucht zu sein, aber das ist dann wiederum das Innere sagt so, nee, das ist man eigentlich nicht. Man kriegt ja ständig so etwas gesagt wie, ja, man muss halt weiterhin, ja, nur noch sich selbst Hass bringen und sich erniedrigen. Einfach das, was selber ist mit dieser, dass man dann die Selbstfürsorge nicht erhalten lässt und so. Was ganz wichtig ist, ist übrigens auch bei dieser Side Story. Side Story Trust heißt auf Englisch, aber auch hier die Nebengeschichte Vertrauen auf Deutsch. Das ist wirklich super, super traurig an der Stelle sogar tatsächlich. Wenn ich das immer wieder so daran denke, wie diese ganze Szene stattfindet. Nein, das stimmt doch nicht. Du bist eine wundervolle Frau. Du bist so mutig und tapfer. Du musst bestimmt so einiges aushalten, was da in deinem Kopf vor sich geht, aber... Nein, ich bin nicht zu gebrauchen. Ich sollte lieber gar nicht existieren. Es wäre besser, wenn man einfach gar nicht weiterhin die Zeit mit mir verschwenden würde. Das heißt noch lange nicht, dass du wertlos bist. Du bist nämlich eine gute Freundin für mich. Und genau das zählt jetzt gerade hier in dem Club. Findest du nicht auch? Wenn du immer wieder Hilfe benötigen solltest, dann weißt du ganz genau, wo du mich finden kannst. Denn das machen wahre Freunde untereinander. Punkt 1, die Blume. Es ist ein Gedicht von ihr. Man findet das nämlich da auf dem Tisch und dann hat man die Mappe dort vergessen gehabt. Und währenddessen wird das so gelesen und es ist einfach nur krass, wenn man das dann auch in einer gewissen Form analytisch dann nochmal vorangeht und dann denkt, okay, was da alles so geschrieben steht, auch von den ganzen Strophen und Versen, ist etwas, wo ich mir einfach nur denke, das ist so wahr, dass man dann einfach denkt, du bist dann quasi die Blume wie von außen, das vom Bild her ist, dass man dann eher schön
ist und auch das Leben so ist, wie man es halt von außen bloß sieht, dass sie ja nur die Fassade hat. Aber sobald man die Blume einmal gegriffen hat und rausreißen tut quasi, also die Wurzeln halt den vom Boden trennt, da kann es auf einmal das Leben vorbei sein, so. Und das ist etwas, das trifft tatsächlich auch gut zu, für diese Art der Depression zu erklären. Finde ich wirklich sehr gut geschrieben. Ansonsten, wenn ihr wollt, dass ich das auch vielleicht mal sogar besser analytisch vorangehen sollte mit der Blume, kann ich das meinetwegen mal machen. Aber der wesentliche Punkt ist hier auch, dass da nämlich Vertrauen aufgebaut werden muss. Und Sayuri versucht hier jetzt an der Stelle, das trotzdem weiterhin zu verstecken. So frei nach dem Motto: Ja, es ist doch alles gut soweit. Man sieht doch, dass ich total fröhlich bin. Es ist absolut nichts los. Was soll denn los sein? Ja, und dann auf einmal, wenn man dann am nächsten Tag da ankommt und der Club gerade am Gründen ist quasi, merkt man, dass Sayuri doch eher, ich würde ja sagen, dass da die Fassade verschwindet. Und das zeigt dann wiederum dann das echte Gesicht von ihr. Außerdem nämlich versucht sie jetzt dabei zu Monika den Vertrauen aufzubauen. Ich bin da. Hi. Schlechter Tag. Ich auch. Du auch? Das neue Flugblatt sieht so gut aus. Du hast so hart gearbeitet. Nicht nur für den Club, ich glaube auch an etwas anderem. Ich kann es nicht. Es tut mir leid. Es ist so schwer, einfach nur verletzlich zu sein. Kann ich dir vertrauen? Natürlich. Du kannst mir alles anvertrauen. Sayuri, das fällt mir wirklich schwer. Wenn ich es kann, dann kannst du es auch. Weil du 1.000.000 Mal besser bist als ich. Das stimmt doch gar nicht. Es gibt da etwas über mich, das ich noch nie jemandem gesagt habe. Sogar jetzt schreibt mich eine Stimme in meinem Kopf an, es nicht zu tun. Warte, du musst dich nicht dazu zwingen. Ich meine, nur wegen meinem Versprechen von gestern. Ich will es aber. Es fühlt sich einfach richtig an. Ich meine, vielleicht ist es ja damit der Grund, warum ich überhaupt in diesem Club eingetreten bin. Das ist der Literaturclub. Mein Vertrauen in dich ist größer als meine Angst. Ich habe dieses Problem, dass ich mich total aufrege, wenn sich Leute zu sehr um mich sorgen. Ich kann es nicht kontrollieren. Es fühlt sich an wie, warum verschwendest du deine Energie damit, um mich zu sorgen, und wenn du einfach nur glücklich sein könntest? Deshalb erzähle ich niemandem etwas von diesem Gedanken, den ich habe. Es ist viel leichter, einfach zu lächeln. Das hilft jedem dabei, glücklich zu sein. Aber das ist ja... Es ist halt so, dass, wenn jeder davon wüsste, würde man mich anders behandeln. Wenn ich mal nicht lächle, würde sich jeder gleich Sorgen machen und fragen, was mit mir los ist. Ich weiß das, weil es schon einmal so war. Ich will nur, dass alle glücklich sind. Das ist mir am wichtigsten. Und wenn ich die Leute in meinem Kopf sehen lasse, macht das niemanden glücklich. Hast du den Mut aufgebracht, mir davon zu erzählen? Bist du denn nicht besorgt, dass ich zu diesen Leuten zählen werde? Ich bin besorgt. Ein Teil von mir hasst mich selbst dafür, das zu tun. Aber ein anderer Teil von mir spürte wohl, dass es diesmal etwas anders sein wird. Wann immer wir darüber reden, was der Club bedeuten soll, fühlt es für mich alles richtig an. Vor allem, nachdem du nicht so sehr angestrengt hast, dich auszudrücken. Das gab mir aber das Gefühl, dass ich dir alles anvertrauen könnte, ohne dass ich an unserer Freundschaft etwas ändern muss. Es ist schon komisch. Nur im Club besteht aus 2 Leuten, aber der bedeutet mir jetzt bereits so viel. Ich auch. Ich war so
verloren, bevor ich dich getroffen hatte. Du bist so tapfer, Sayuri. Du bist stark und tapfer. Da komme ich bei weitem nicht heran. Aber wenigstens kann ich dir etwas Umarmungsenergie anbieten, wenn du möchtest. Du bist das süßeste Mädchen, das ich je getroffen habe. Du kannst mir alles sagen. Ich werde dich niemals verurteilen. Versprochen. Ich bin so wertlos. Ich bin wertlos und ohne mich wären alle besser dran. Ich bin einfach für jeden eine Last. Ich bin so nichts gut und es fühlt sich einfach so an, als müsste jeder mich ertragen und ich hasse das. Ich hasse das. Ich möchte diese Gedanken nicht haben. Ich soll verschwinden und jetzt muss ich sie auch noch ertragen und ich möchte... Das hat doch nichts mit ertragen müssen zu tun. Ich will nur deine Freundin sein. Du bist so wertvoll. Für mich und auch deine anderen Freunde. Ohne dich wäre der Club nicht dasselbe. Ich meine das wirklich von ganzem Herzen. Dass du hier aufgetaucht bist, ist das Beste, was passieren konnte. Auch wenn wir nie weiter mit dir gewinnen würden, wäre ich immer noch glücklich. Du hast uns etwas gebracht. Du hast uns eine Vision gegeben. Und auch ein Glücksgefühl. Und das ist dir doch am wichtigsten, oder? Und diese Szene ist einfach... Es ist einfach rührend, es ist traurig und es ist auch... vor allem auch nachvollziehbar, finde ich. Zumindest für mich. Ich weiß ja nicht, wie man das jetzt auch aufnehmen kann, aber... wenn du die ganze Zeit über die Jahre hinweg vielleicht sogar... versucht hast, das Ganze so weit zu verschleiern und versuchst da weiterhin so als normaler Mensch in der Gesellschaft zu sein und dann auf einmal alles hinausstechen tut, alles rausplatzen tut, dann muss einfach mal kurz diese Maske fallen. Und vor allem muss man auch endlich mal eine Person finden, die auch dann dementsprechend auch mehr eine Person da ist, die jetzt nicht gleich sagt, dass man sich zusammenreißen sollte oder so etwas, sondern tatsächlich einfach nur da ist, um halt mal zu sagen, dass man eine gute Person an sich ist, dass man wirklich wertvoll ist, dass man dann sagen kann, gut, du bist halt so gut, wie du bist, wie du jetzt hast, obwohl du halt vielleicht jetzt gerade diese psychischen Macken hast oder so, du hast trotzdem immer noch deinen eigenen Wert. Und zwar als Person, als Charakter und nicht irgendwie jedes Mal, wenn man dann anfängt, solche Menschen zu haben, die dann solche komischen Ratschläge gibt. Die müssen sofort zu der Tür verlassen werden. Dann wurde bei ihr noch festgestellt, dass er ein sogenanntes Helfersyndrom ist, was man jetzt nochmal weiter noch mehr intensivieren kann, um zu sagen, dass er halt mehr auf die Selbstlosigkeit als auf die Selbstfürsorge da ausgelegt ist. Dennoch kann man aber auch dazu sagen, dass es leider darauf auszulegen ist, dass sie ihre innere Leere dadurch rechtfertigen möchte, dass sie dann alle anderen nur noch glücklich sehen möchte und alles andere ist wiederum. Das ist halt nur der Helfersyndrom, was anscheinend auch existiert und leider zerstört man sich damit sehr. Habe ich auch tatsächlich auch schon mal miterlebt. Bitte achtet auf euch selber auch. Klar sollte man dann unterstützend sein, auch für die anderen Leute, wenn man sich denkt, okay, man hat auch Freunde oder Familie oder sonst irgendwie. Aber trotzdem auf sich selbst auch zu achten und auch mal Nein zu sagen. Das ist wirklich super wichtig, auch mal Nein zu sagen. Das habe ich aber auch schon mal so gehört, dass es einem so schwer fällt und gleich so ein komisches Gefühl hochkommt, wo du dir einfach nur denkst, der will mich gleich zerfleischen oder so. Dabei willst du dein eigenes Ding durchziehen. Du willst deine eigenen Erlebnisse haben. Du willst auch mal wirklich selber aus dir herauskommen. Deine Ziele verfolgen. Wenn es immer wieder heißt, so ja, mache ich, ja, mache ich, ja, mache ich, dann bist du halt ein Ja-Sager. Und das führt in die Ruinen dafür, dass man dann diese ganze Selbstlosigkeit eher ausgenutzt wird. Man sollte mal ganz genau drauf achten, weil wenn das nämlich passiert, dann wird es irgendwann zur Routine und dann bist du hier in diesem Teufelskreis gefangen. Das hier bezeichne ich jetzt mal als Interaktionsparadoxon. Das heißt bei dem Spiel, wenn man das jetzt mal eher darüber jetzt explizit wissen tut, bei dem Akt 1 ist es dann, wie ich auch schon gesagt habe, Tag halt hinweg. Aber sie denkt ja nämlich, dass die Liebe, dass sie dann auch gar nicht verdient hätte, dementsprechend auch so auslassen tut und das auch gar nicht mehr fühlt. Das ist ja auch das Ding. Sie sagt ja nicht nur, dass sie das jetzt irgendwie nicht so wichtig findet oder dass sie es gar nicht mehr an sich heranlassen will oder sonst irgendwie, sondern sie kann es gar nicht mehr empfinden. Egal was ist, ob Umarmungen da sind,
ob irgendwie was da zu ihr gesprochen wird. Selbst als sie da in ihrem Zimmer dort war und dann darüber gesprochen wurde mit dieser Diskussion, die da stattfand, da hat man dann auch deutlich gemerkt, dass das gar nicht so wirklich funktioniert. Sie möchte unbedingt das gar nicht mit diesen ganzen Interaktionen mitmachen und versucht sie auch rauszureden, dass sie dann auch nur gerne allein sein möchte und so. Ja, es ist leider sehr betrübend. Ich glaube, so kann man das beschreiben. Weil man einfach dann sieht, nämlich, dass sie dann ganz anders auf einmal drauf ist. Ein ganz anderer Mensch. Er ist völlig fröhlich und optimistisch und absolut lebhaft, würde ich schon fast sagen, was ja Genki Girl ausmacht. Aber danach geht es mehr runter und diese Diskussion, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, ist eine der realistischsten Darstellungen, die es überhaupt in Videospielen gibt. Es ist halt wirklich wahr. Da es sich um einen Literaturclub handelt, muss man natürlich das Ganze auch mal literarisch betrachten. Das heißt also, es werden ja auch die ganzen Gedichte gezeigt und auch untereinander geteilt. Und jetzt mal auf Sayori da zurückzublicken. Es gibt nämlich 2 Gedichte, die sofort ins Auge stechen. Jetzt seitens von dem normalen Spiel aus gesehen und auch mal von der Side-Story aus gesehen. Da gibt es nämlich die Gedichte Flaschen und Blume. Und das könnte ich natürlich auch mal zeigen und ein bisschen näher darauf eingehen, was ich natürlich auch jetzt machen werde. Sayoris erstes Gedicht trägt den Namen Flaschen und ist ein erschreckend präzises Abbild einer sogenannten Smiling Depression. Oberflächlich wirkt es fast niedlich, doch die psychologische Ebene ist düster. Sayori beschreibt, wie sie glückliche Gedanken in Flaschen sammelt. Jedes Mal, wenn sie ein gutes Gefühl hat, sperrt sie es ein. Aber sie behält dieses Glück nicht für sich, sie öffnet die Flaschen und schüttet die Freude über all ihre Freunde aus. Sie tut alles, um die Menschen um sich herum glücklich zu machen, sie zu trösten und zum Lachen zu bringen. Aus Sicht der dunklen Psychologie sehen wir hier eine extreme emotionale Selbstaufopferung. Die Flaschen symbolisieren ihre endliche Lebensenergie, während sie den Raum mit fremden Lachen erfüllt, leert sie sich selbst innerlich komplett aus. Am Ende des Gedichts fallen die Flaschen zu Boden und zerbrechen. Das ist der stumme Hilfeschrei eines Menschen, der unter der Last seiner eigenen erzwungenen Fröhlichkeit zerbricht, weil für sie selbst absolut kein Glück mehr übrig ist. Ganz anders verhält es sich mit Werde die Blume, denn dieses Gedicht stammt aus der Side Story Trust, aus DDSC+. Das ist für unsere Psychoanalyse extrem wichtig, weil hier noch keine künstliche Dateimanipulation im Spiel ist. Wir sehen Sayoris Depression in ihrer reinsten menschlichen Form. Das Gedicht nutzt das wiederholte, fast hypnotische Wort pflücken. Sayori vergleicht Momente der Freude mit Blumen, die sie für sich abreißt, um sie sich ins Haar zu stecken. Doch in ihrer depressiven Wahrnehmung verzerrt sich dieser schöne Akt in ihre pure Schuldgefühle. Sie glaubt, dass sie anderen die Freude wegnimmt, um selbst glücklich zu sein. Sie schreibt, du wirst sterben und du auch. Und aus psychologischer Sicht erleben wir hier Sayoris tiefen Glauben, dass ihre pure Existenz giftig für ihre Umwelt ist. Sie sieht sich als Parasit, der das Glück anderer zerstört. Um diese Schuld zu begleichen, beschließt sie, selbst zu einer Blume zu werden. Ein unbewegliches Objekt, das nur noch existiert, um von anderen gepflückt zu werden, ohne jemals wieder eigene Ansprüche an das Leben zu stellen. Bei literarischen Analysen muss man tatsächlich auch beachten, dass man auch rhetorische Stilmittel benutzen tut. Da hat man zum Beispiel Anapher, Epipher, Euphemismus, Hyperbel, Symbolik und so weiter und so fort. Gibt sehr viele Dinge, die man da jetzt einbinden kann. Aber was hier nämlich sehr ins Auge sticht, ist der sogenannte Stilbruch oder auch Kontrastmittel, der da so aufgeschrieben wird. Und zwar nämlich in einem Gedicht, raus aus meinem Kopf. Auf jeden Fall ist es dann sogar so dargestellt, dass es dann nichts anderes weiter geschrieben wird. Es wird dann nur wiederholt und dann erst recht am Ende wird dann deutlich, was da so geschrieben steht. Ja, es ist auf jeden Fall was ganz anderes. Es läuft auch gar keine Musik im Hintergrund oder sonst irgendwie. Es ist einfach nur, dass dieses Gedicht da ist. Und da wird einem klar, dass dann auch der innere Kritiker da vorhanden ist. Es wird ja die ganze Zeit nur gesagt, wie mit, ja, dass man wahrscheinlich die ganze Zeit so die Suizidgedanken bestimmt hat. Muss zwar jetzt nicht explizit sein, aber das würde ich mir jetzt am entferntesten vorstellen für diese Szene, die jetzt dort auftreten tut, weil wir jetzt schon fast am Ende von Akt 1 sind. Und normalerweise ist es eher so, dass man dann eine innere Stimme hört und dann sowas sagt wie: Du bist es einfach nicht wert. Wer braucht dich eigentlich überhaupt noch? Wer braucht dich überhaupt noch? Du bist es doch absolut nicht wert. Du bist.
Das sind so diese Wörter, die zum Beispiel auftreten können. Kann, je nachdem, wie man das auch weiterhin formuliert, auch anders sein. Aber wenn man da sagt, so wie raus aus dem Kopf, dann kann man dann auf jeden Fall nämlich dann erwarten, was wohl passiert ist. Ich weiß, jeder kennt diese Szene, aber da kommen wir jetzt nämlich zu dem nächsten Teil. Ja, jetzt wird es absolut düster und wirklich, da kann man schon gar nicht mehr das anders reden. Handelt sich jetzt direkt um Sayoris Tod. Und auch die Metaphorik, die dahinter stecken tut, weil wir befinden uns ja auch in dem Spiel, das die 4. Wand durchbrechen kann. Das heißt, es wird auch was mit der Metaebene zu tun haben. Aber das ist jetzt wirklich etwas, was einfach nur den kalten Schauer über den Rücken laufen lassen kann. Und wirklich Gänsehaut Faktor hoch 1000 ist. Also, um es jetzt auch erstmal von dem Anfang bis zum Ende zu erzählen, um das jetzt zusammenzufassen. Monika ist ihr Katalysator gewesen. Sprich also, das war etwas, was nämlich eher die Beschleunigung und die Begünstigung ihres psychischen Prozesses war. Das heißt, dass nämlich dieser Prozess dann auch weiterhin ihre Depression sowie auch ihre Suizidgedanken vorangetrieben hat. Es wurde halt immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und wenn das in einem gewaltigen Ausmaß dann eskalieren tut, dann kann es absolut tödlich enden an der Stelle. Deshalb ist es ja auch mit den Sayoris Tod. Ich denke mal, wir wissen alle, was für eine Szene kommen wird. Tatsächlich ist es nämlich so, dass nämlich Sayori einfach das Leben sich selbst genommen hat. Sie hat sich selbst mit dem Seil oder besser mit der Schlinge erhangen. Dieses Szenario ist halt einfach nur dann, wenn man die Personen dahinter, dass es dann die Gedanken, die man halt noch weiterhin hat, alles überdecken tut mit dem inneren Kritiker noch zusammen. Und wenn man das noch weiter und weiter mehr verschlimmert, dann kommt da wirklich dieses Tu es jetzt, tu es. nur noch dann zu hören ist. Und nichts weiter. Also das ist etwas, wo ich mir einfach nur denke, da hätte man doch echt nichts mehr machen können. Egal was ist, vor allem bei Akt 1 ist auch egal, was du machst. Es passiert so oder so. Selbst als man dann auch entschieden hatte, ob man da wirklich ihre Liebe gesteht oder halt nicht. Also quasi, dass der Protagonist so lieben tut. Es hätte so oder so nichts gebracht. Es taucht jedes Mal auf. Das heißt auch, dass er wieder mit der Metaebene zu tun hat. Weil Sayori war da mehr die Stütze dafür, dass es im Club nicht weiterhin eskalieren tut mit dem ganzen Streit und hast nicht gesehen. Jetzt ist er vollbracht. Es ist ein Schockmoment an sich, was da entsteht und es nimmt mich jedes Mal auch mit. Ich weiß nicht, ob irgendwer das auch nämlich dann genauso nachempfinden kann, aber nur ab dem Moment, an dem es auch passiert, wechselt es zu der Dating-Sim zum Psycho-Horror. Also in dem Sinne startet dann Akt 2 und dann geht es dann richtig weiter. Hier gibt es übrigens auch ein Easter Egg an der Stelle. Wenn man genau hinguckt, dann sieht man nämlich dann hinten ein Poster, wo sie dann nochmal zu sehen ist. Um es zu verdeutlichen, dass überhaupt sowas passiert ist. Um einen gewissen Schock zu versetzen, was nämlich in Akt 1 geschehen war. Ich will mal dazu sagen, solche Gedanken hat man nämlich sogar tatsächlich. Wenn man nämlich da so eine Depression hat, dann denkt man so, dass man völlig der Parasit in dieser Gesellschaft ist. Das heißt, dass man all diese ganzen Macken, die man hat, auch wirklich dann eher als Kehrseite sieht. Und dann nur, wenn man dann weg von der Bildfläche ist quasi, dann hat man das auch im Kopf so. Dass es viel besser wäre, wenn man einfach gar nicht mehr existieren würde. Und genau dieser Satz ist das, was auch irgendwie angsteinflößend machen kann oder wirklich Gänsehaut bereitet. Weil jeder kann jetzt glücklich sein. Das muss man sich mal vor Augen führen. Ich habe mal nämlich auch so was Ähnliches schon mal gehört, wie in der offenen Psychiatrie, als sie sogar drin war. Ich möchte lieber gar nicht mehr aufwachen. Hat man direkt im Raum gesagt. Da wird dann schon erstmal einem anders. Ich meine, so direkt mit den Gedanken schon zu sein, dass man dann sagt, okay, man will einfach gar nicht mehr die Existenz haben. Man will einfach nur noch tot sein.
Zum Schluss kann ich nur noch sagen, dass das nämlich auch der Besonderheit darin liegt, dass es die realistischste Darstellung ist, die man überhaupt in Videospielen jemals kennengelernt hat. Auch wenn man das jetzt vielleicht versucht, das mehr zu verschleiern, auch mit dieser ganzen Memifizierung, nenne ich das jetzt mal, dass dann einfach im Internet existiert, was ich sowieso dann eher abwertend finde, muss ich mal gleich dazu sagen. Es ist schon beängstigend, wie das Ganze dann von den Gesprächen stattfindet und ich das auch nur wirklich sagen kann, okay, es ist sehr gut gestaltet, auch das auch so zu vermitteln. Obwohl man natürlich auch sagen muss, dass es dementsprechend dann wohl nur ein Spiel sein soll. Ich meine, am Anfang wird da auch nämlich erwähnt, dass es sogar für sensible Personen und Kinder, vor allem Kinder, nicht geeignet ist. Das Spiel ist ja auch, ich habe das hier auch nochmal vorhanden, Moment. Es ist ab 18. Allerdings muss ich auch sagen, dass diese Plus-Variante was kostet und die andere Variante ist immer noch Freeware. Dementsprechend muss man sich natürlich jetzt mal so zugute halten, ob man das wirklich durchziehen will oder nicht. Bleibt jedem selbst überlassen natürlich, aber natürlich mit der Absicht, dass man auch denken kann, okay, dass man da auch wirklich darauf achten sollte, was da halt, ob man eine psychische Instabilität hat oder halt eben nicht, ne? Außerdem wird sich hier auch noch dann eher als der Opfer der Handlung noch bezeichnet, aber das ist sie dementsprechend nicht nur, sondern sie ist mehr so ein komplexer Charakter. Das heißt, dass sie da dementsprechend auch ihr Schicksal ist, dass sie dort dieses Glücklichsein und diese Zufriedenheit in dem Club da erhalten bleibt. Aber damit das so nicht weiter passieren kann, muss man auch versuchen, sie halt loszuwerden. Und Monika hat das dementsprechend als Katalysator in Erfüllung gebracht. Und dementsprechend nämlich das auch noch eine düstere Sache noch dazu gibt. Und zwar nämlich, weil Monika nämlich, das ist jetzt in Akt 3, aber das füge ich jetzt auch mal mit hinzu, und zwar nämlich genau das hier. Ich habe vorhin über Sayori nachgedacht. Ich wünschte, ich hätte das alles etwas taktvoller angepackt. Du hängst in Gedanken doch nicht noch immer an der Sache, oder? Ach du meine Güte, habe ich das gerade wirklich gesagt? Meine Wortwahl war echt total unbeabsichtigt, ich schwöre. Aber nichtsdestotrotz. Ich weiß, wie viel sie dir bedeutet hat, daher sollte ich auch ihre letzten Momente mit dir teilen. Nach ein paar Sekunden hat sie wohl ihre Meinung geändert. Denn sie begann am Seil zu zerren und zu reißen in einem verzweifelten Versuch, sich zu befreien. Das hat sie bis zur Bewusstlosigkeit probiert. Übrigens ist das auch der Grund, warum ihre Fingerspitzen so blutig waren. Wenn ich so darüber nachdenke, war es wohl weniger hat ihre Meinung geändert, sondern vielmehr das Einsetzen ihrer Überlebensinstinkte. Daher kann man ihr dafür eigentlich keine Schuld geben. Einfacher ist es, sich einzureden, dass sie nicht ihre Meinung geändert hätte, oder? Darüber nachzudenken, wie man Sachen anders hätte tun können, ist nicht gesund. Sieh das einfach so. Auch wenn du sie eigentlich hättest retten können, ist es streng genommen nicht deine Schuld, dass sie sich umgebracht hat. Ich habe ihren Zustand vielleicht ein wenig verschlimmert, aber Sayori war schon psychisch krank. Schon heftig, oder? Solche Äußerungen dazu bringen und dann auch noch zu sagen, dass sie dann dementsprechend auch noch so gekämpft hat und so weiter. Da geht auch nochmal richtig die Pumpe hoch. Also das ist ja auch normal, weil das nämlich eine Art des Überlebensinstinkts ist, dass sie dann dementsprechend das ja loswerden möchte. Aber leider ist das Schicksal dementsprechend gekommen gewesen und das heißt, sie musste halt ja dementsprechend das Leben nehmen, ne? Gut, aber was ich jetzt nochmal dazu nämlich sagen kann, sind solche hilfreichen Methoden, trotzdem jetzt mal hier zum Ende zu kommen. Und zwar nämlich gebe ich jetzt nochmal die Empfehlung raus, eine kognitive Verhaltenstherapie anzustreben, dann in der Kombination natürlich mit einer medikamentösen Therapie, wenn es sein muss, mit Antidepressiva. Das könnte man nämlich versuchen, weil es ja verschiedene Arten von Antidepressiva ja gibt. Das heißt auch, dass man da versuchen muss, das Ganze halt, bis die Wirkung funktioniert, dass man das da machen kann. Deshalb Hilfe zu suchen ist keine Schande an sich. Ansonsten würde ich noch empfehlen, dass es die Metakognition gibt. Das ist ja quasi das Denken über das Denken. Dass man dann halt die Gedanken hat, die der innere Kritiker vielleicht verursacht, aber das nochmal zu zerdenken, um dann zu denken, okay, das ist eigentlich nur das, was eigentlich im Kopf stattfindet und auf jeden Fall, dass das dann nochmal darüber nachgedacht wird, anstatt halt das Ganze jetzt nochmal verrückt zu machen, sondern halt eben, okay, da kommen wieder so diese Gespräche mit dem inneren Kritiker oder irgendwie sowas. Denn man darf ja auch nicht vergessen, eine Depression ist halt so etwas wie, als würde man quasi durch einen Schleier schauen quasi. Die Realität ist nicht da, weil man eine gewisse Form von Realitätsverlust hat. Ansonsten könnte ich jetzt noch weiter empfehlen, dann eine gewisse Form der Akzeptanz oder psychischen Erkrankung zu bringen. Also sprich halt eben zu sagen,
ich bin jetzt so, wie ich jetzt bin, obwohl ich diese psychische Erkrankung habe oder diese psychische Behinderung oder wie auch immer, lebe der jetzt damit und liebe mich aber trotzdem so, wie ich bin. Na klar ist das jetzt von der Selbstakzeptanz ein bisschen schwierig, wenn man dann die ganze Zeit eher diese ganze Selbstlosigkeit anstatt die Selbstfürsorge dafür gehandelt hat. Allerdings diese Wertlosigkeitsgefühle kann man da so in gewissen Form stoppen und hoffen einfach darauf, dass dann diese ganze soziale Isolation auch in der Gesellschaft selbst, dass dann so heißt, okay, ich bin ein bisschen mehr zurückgetretener oder abweisender, das dann heißt, gut, wenigstens habe ich aber trotzdem immer noch meinen eigenen Wert, den ich sehe und dementsprechend kann man dann auch sagen, okay, es gehört jetzt zum Leben mit dazu. Natürlich gibt es immer noch die ganzen Hürden, dass man das dann noch wieder hervorbringen kann, wenn dann wieder heißt, man hat nicht genug Energie dafür, dass das so gewährleistet werden kann. Aber dementsprechend, wenn es dann so ist und das wirklich so wieder gemacht werden kann, dann kann man wirklich auch denken, okay, ich habe mich wirklich jetzt so akzeptiert, wie ich jetzt bin und dementsprechend kann ich dann wieder recht ein normales Leben halt leben. Gut, aber ich würde jetzt mal sagen, das war's dann jetzt auch mal mit dieser ganzen Sache. Wenn ihr jetzt irgendwas noch in die Kommentare schreiben wollt und mehr wissen möchtet über Sayori und so, das ich jetzt vielleicht noch nicht gesagt habe, dann könnt ihr es vielleicht auch in die Kommentare mal schreiben, da würde ich da vielleicht noch ein zusätzliches Video machen, weil ich habe da jetzt so weiterhin versucht, es zumindest in diesen psychischen Aspekte zu erklären. Natürlich ist es sehr, ich wünsche euch da trotzdem jetzt noch mal weiteres gesundes Leben vor allem. Verabschiede mich jetzt hier und dementsprechend kommt das nächste Video dann auch demnächst. Dazu auch wieder zu demselben Spiel und dann würde ich sagen, habt noch eine angenehme Zeit. Ciao, Leute!